Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Oh, tat das gut. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Hallöchen, wen haben wir denn da? Hallöchen. Ich glaube, wir kriegen gleich übelst Ärger, wenn wir hier Rose oder so anfunken. Deswegen machen wir das doch einfach mal schnell. Hallöchen. It's possible the terrorists will attempt to destroy. Dann nicht. Colonel, do the terrorists have a Harrier? Yes, an AV-8B Harrier II designed for the Marines. It is a V-STOL attack aircraft outfitted with a 25mm gun, air-to-air missiles, and anti-ground rockets. It's not something you want to try to take on in a SEAL helicopter. Yeah, even more so if unprotected. Colonel, where do they get such a weapon? I don't know. Are they really just run-of-the-mill terrorists? Relax, Raiden. Right now, just think about your mission at hand. Do you understand? Gut, weil eigentlich kriegen wir ja Ärger von unserer Freundin, wenn wir uns das hier angucken. Deswegen machen wir das auch. Küsschen aufs Poster, vielleicht kriegen wir jetzt Ärger, wir gucken mal. It's possible. Nein, okay. Aber wir kriegen auf jeden Fall Ärger. Da kommt auf jeden Fall ein Anruf von Rose und dann sagt sie, oh nein, Jack, wie kannst du nur, was bist du denn nur für ein Mensch? Ja, die meckert dann halt rum, wenn wir uns das hier ein bisschen genauer angucken. Klingt komisch, ist aber so. So, dann gucken wir mal hier nach, da ist natürlich nichts. Ja, ich glaube, wir müssen das erstmal am Weichen angucken, warte mal. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir Ärger. Wäre ja cool, wenn wir Ärger kriegen würden. Ich halte jetzt noch 10 Sekunden aus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben keinen Ärger bekommen, alles klar. Weil ich ging das. Ich hatte dann Rosen angerufen, dann ordentlich einen Einlauf verpasst. Jack, wie kannst du nur? Was guckst du dir da an? Du liebst mich ja nicht mehr. Ihr wisst ja, wie Weiber drauf sind. So sind die halt. Teleportation. Warte kurz, bestimmt. Ja, wir können es auch auf Zehenspitze stellen. Yeah. Was haben wir bei den Frauentoiletten? Penetramin, alles klar. Das ist gut, wenn man dann halt mit Scharfschützengewehr rumschießen. Oder allgemein, um die Hand ruhig zu halten. Ja, wir brauchen die M9. Wir brauchen auf jeden Fall die Betäubungspistole. Die holen wir uns auch, die ist ja in der Waffenkammer irgendwo versteckt. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty.
I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment.
I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon.
I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Wer könnte nur dieser Plisken sein? Also irgendwie kann man ihn nicht trauen. Everything's okay in here. Get to work on those bombs. Alles klar, dann sollten wir uns um die Bomben kümmern, nicht wahr? Ja, wir können auch ein bisschen Ruhe stiften, hier alles kaputt ballern, was wir jetzt natürlich nicht tun werden. Wenn das anstrengt. Aber ja, die Wachen können jeden Moment hier zurück sein. Aber zum Glück können wir uns hier mit den Note verbinden. Da haben wir natürlich alles in Übersicht. Und ja, hier in dem Gebiet haben wir natürlich auch eine Bombe, die werden wir aber später erst entschärfen. Weil ich muss doppelt in das Gebiet. Ah, haben wir hier vielleicht die Orange-Box? Wir gucken mal. Ja, genau, da drüben. Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Bombe. Wie gesagt, die werden wir später entschärfen. Wir müssen irgendwann auch nochmal in dieses Gebiet und deswegen machen wir das ein anderes Mal mit der Entschärfung. Verlassen wir wieder das Gebiet hier, oder? Ja, da geht's nach draußen, ist klar. Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Wir gehen eine andere Route. Unsere Route führt uns nach unten. Ne? Aber wir müssen aufpassen, sobald wir wieder ins Gebiet reingehen, sind hier auf einmal Wachen und darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Wir haben eher alles geplündert, was zu plündern geht, deswegen ab raus hier. Scheiße, die Viecher. Kaputt. Ein Glück sind hier keine Wachen. Aber das Ding hat keinen Schalldämpfer, das ist das Problem. Wenn es ein Schalldämpfer hätte, wäre was anderes. Aber ohne Schalldämpfer kann ich nicht einfach rumballern. Gut, wir haben in dem Gebiet, da waren wir ja drin gewesen mit Plisken. Auf einmal sind hier Wachen, das ist schlecht. Das Gute ist, wir wissen, wo die Bombe ist. Die ist genau hier. Komm schon, Sprühweiden. Ah, hier. Bombe 1 entschärft. Raiden reporting. The C4 in strut B has been disposed of. The wall containing the transformer panel was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Sehr schön, ab raus hier. Wir wollen nicht unnötige Risiken eingehen mit den ganzen Wachen hier. Ich überfallen die ein anderes Mal, wenn wir die Betonungsknarre haben. Da ich mit deren Dog-Tags, das kannst du mal wissen, ne? Ah, Verbindungsbrücke. Jetzt haben wir die Brücke mit den beiden Dullis hier. Und weiter geht's. Nein, du bist nicht an der Attack. Wir haben keinen Alarm ausgelöst, also passt das. Stimmt, den Raum, wo wir das Ding entschärfen müssen, ist ja eine Bombe versteckt. Haha, das könnte witzig werden. Ich glaube, da unten war eine Wache, oder? War eine Wache? Wir gucken mal. Nein, nur eine Kamera, alles klar. Wir müssen nur verdammt aufpassen. Ich habe keinen Bock hier entdeckt zu werden. Wir können das Ding natürlich entschärfen, aber das Ding hat keinen Schalldämpfer. Problem. Oh fuck, hier ist auch eine Wache. Oh. Wir müssen aufpassen.
Ja, ich habe keinen Bock, entdeckt zu werden. Ich glaube, wir konnten hier das Rohr drunter kriechen. Ja, ich bin schon dabei. Warte doch. Bombe gesichtet und Bombe wird entschärft. Wenn mich erst täuscht, haben wir noch irgendwo noch einen Pappkarton, die wir einsammeln können. Und die würde ich natürlich gerne einsammeln wollen. Aber wäre schade, wenn nicht. Ich meine, ich würde das so gerne durch die Lappen gehen lassen. Wo müssen wir noch lang? Ah ja, stimmt dann. Da kommen wir direkt beim... Das ist ja direkt das Warenhaus. Das ist doch gut. Da können wir uns dann direkt die M9 holen, dann die ganzen Leute überfallen. Weil ich würde so gerne mit der Teufelsknarre mit den Dingen die Leute überfallen. Weil unsere gute Sukum ist nicht schallgedämpft und ich will auch keine Gegner töten, weil wir bekommen mehr Bonus, wenn wir die Gegner am Leben lassen. Da können wir nicht drunter durchkriechen, ne? Ja gut, müssen wir halt ein bisschen da drum schleichen, ne? Weil ich würde gerne den Pappkarton mitnehmen wollen, der noch irgendwo ist. Jetzt müssen wir so rum. Kann sein, dass wir so rum müssen. Moment. Nee, da ist die Sackgasse. Okay. Hier lang geht's nicht. Da ist ein Pappkarton. Sehr gut. Da will ich hinkommen. Können wir da drunter kriechen? Sieht nicht so aus, ne? Dann nicht. Ein bisschen durchkrauchen. Das macht Spaß. Sackgasse. Vielleicht können wir da drüben lang. Yes, wir können da drüben lang, alles klar. Ducken. Karton mitgenommen, sehr gut. Bei ohne Karton. Bei mit Karton ist natürlich besser. Da hast du viel Möglichkeiten, dich voranzuschleichen. Geh bloß weg. Ich bin nicht lebensmüde, keine Sorge. Ich stelle mich hier an der Kamera vorbei, das geht ja vollkommen klar. Guck weg, sehr gut. Aber ich glaube, in der Tasche da oben war auch noch eine, oder? Eine Tasche da oben war auch eine Bombe, glaube ich. Dann nicht. Weil hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwo einer auf dem Dach, oder? Kampfkanal, dann können wir elektronische Geräte außer Gefecht setzen. Oh, warte, wir müssen das Ding anlegen. Hier. Doch keine Bombe? Hm. Wir können trotzdem überfallen und seine Hundemarke mitnehmen. Klar. Also, gib mir deine Hundemarke, komm. Komm, deine Hundemarke her, komm. Genau das, was ich wollte. So. Hundemarke, Hundemarke, danke. Wenn mich Geist täuscht, dann können wir auch die Gegner auch bewusstlos wirken. Weil ich will ja nicht Genick brechen, aber bewusstlos wirken, das geht ja. Ich glaube, jetzt loslassen? War es jetzt so? Nein. Okay, gut. Der ist nicht betäubt. Moment. Ganz entspannt, ganz entspannt. Ja, im dritten Teil ging das besser, ich weiß. Nimm's nicht persönlich, Kumpel. Ich kann es nicht zulassen, dass du hier... Da, bewusstlos, habe ich doch gesagt. Es geht doch. Wir müssen ja nicht die ganzen Leute umbringen. Deswegen ja. Alles klar. Jetzt auf zum Warenhaus. Und im Warenhaus gibt es die 9 mm, damit können wir Leute betäuben und holen uns natürlich noch mehr Hundemarken. Habe ich mir einfach die Hundemarke von den Typen geholt? Ja, habe ich. Okay, gut. Wollte mal sicher gehen.
So, Connecting Bridge. Typi und Kamera gesichtet. Okay. Die Kamera wird nur ein Problem darstellen. Deswegen Kampfgranaten. Dann können wir einfach durchrennen. Geht doch. So, auf ins Warenhaus. Ja, die M9 will ich mir auf jeden Fall holen. Und noch ein paar andere Waffen, die hier noch so rumliegen. M9 gefunden, sehr gut. Ration voll, alles klar. Lüftungsschächte. Muni gefunden, sehr gut. Scheiße. Hier ist doch niemand. Ja, wir haben noch kein Radar, deswegen muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Hehehe. Wo ist der Typ? Ich würde ihn gerne um die Ecke locken und dann ausschalten. Deswegen, die Typen könnten hier überall sein. Kein Rhythmusgefühl, was? Oh, jetzt auf einmal. Gib eine Hundemarke, komm, ganz entspannt. Danke. Matt Hoffman, der berühmte Biker, cool. Also, wir haben gerade mit Hoffman, ja, zum Schlafen gebracht. Cool. Irgendjemand gibt hier die ganze Zeit doch Meldung, dass hier alles in Ordnung ist. Alles klar. Ja, ich könnte die Typen alle auch einfach betäuben, aber ich brauche die Hundemarken von denen. Wo geht der Typ lang? Seine Route geht da über die Brücke, alles klar. Gefunden. Hundemarke. Gib eine Hundemarke, komm. Okay. Ja, kann ich noch nicht, ja klar. Da auch noch nicht. Plebo-Magazin, ja, holen wir uns dann später. So, wir uns auf jeden Fall erstmal hier. Ich muss mich genau da runterlassen, genau wo der Typ gerade hinguckt. Warte mal, hier. Und entschärfen. Gute Nacht, Mr. Sprengstoff. This is Raiden. I just finished disposing of the C4 in strut F. Found explosives on B1. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Star Wars lässt grüßen. Ich habe genau den falschen Typus gemacht.
Glück in unserem Pappkarton. Pappkarton. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Die Idioten haben auch an der falschen Stelle gesucht. Ich glaube, ich muss da ganz nach hinten gehen, da ist noch das Note. Typi Gesicht, nur ich mir noch. Der ist direkt vor mir. Freeze! No! If you're going to shoot, then shoot me. Ich weiß nicht, ob er hier der Einzige hier ist. Deswegen erstmal Bulls machen. Wenn ich jetzt wieder scharfen Muni rumballer, ohne Schalldämpfer, dann ist hier ganz schnell Alarm. Deswegen gehe ich erstmal kein Risiko ein. Minendetektor, geil. Note gesichtet. Und zeig mal, sind hier noch irgendwelche Gegner? Wir gucken mal. Perfekt. Achso, kann ich mich noch selber hier drin verstecken. Ah. Box 2. Kraftgranaten, sehr gut. Ja, da kann ich auch irgendwie reinkommen. Frage ist nur, wie. Der Sucom... Ach, das ist bestimmt der Sucom-Schalldämpfer. Da wäre natürlich geil, das Ding dabei zu haben. Ah, Lüftungsschacht, perfekt. Wir holen uns den Schalldämpfer. Wunderbar. Kann man schon mal die Sucom bereithalten? Dann haben wir schon mal 2 schallgedämpfte Waffen, das ist doch super. Dum, dum, dum. Da, Schalldämpfer gesichtet, gib her. So, müssen wir miteinander kombinieren. Schalldämpfer. Da. Perfekt. Wer hat das bloß hier versteckt? Und wieder drunter wegkriechen, komm. Ich sagte drunter kriechen, komm. Ah, die Lüftungsschächte. Das fühlt sich so gut an, hier durchzukriechen. Natürlich nicht für Leute mit Klaustrophobie, aber egal. Wir sind Spezialgeheimagent, uns juckt das nicht. So, wir können den Typen natürlich auch wieder aufwecken. Psst. Ja, es geht so einfach mit dem Spray. Freeze! Doch, doch, doch. If you're going to shoot, then shoot me. Na denn, aber schieß mir doch. Please don't. Please don't. Alles klar, komm. Gib mir das, wofür ich hier bin. Danke. Wir werden jetzt hier von allen Leuten die Hundemarken sammeln. Ist gerade wieder jemand wach geworden. Ja, von denen habe ich aber jetzt die Hundemarke. Und auf der anderen Seite auch, aber der ist gerade wach geworden. Und Typ hält Ausschau und hier sind Minen, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen... Gute Nacht, Kumpel. Und ich glaube, hier sind Minen, deswegen gehen wir aber beim Minendetektor. Damit können wir die Minen sehen. Da, erste Mine schon gesichtet. Be careful. There are claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped claymore mines, invisible to the naked eye.
Use the mind detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Das Gute ist, hey, er hat mich gewarnt, dass hier Minen sind. Die werde ich natürlich alle einsammeln und dann gegen meine Feinde einsetzen. Obwohl, ich werde niemanden töten. Schade. Egal, kann die Dinger trotzdem mal einsammeln. 1. Wird hier alles schon eingesammelt. 1. 2 haben wir noch. Die als nächstes und die da hinten in der Ecke noch. Für den Fall, dass sich jemand anschleicht, ne? Deswegen hat er die da platziert. Raffinierter Hund. Gut, jetzt mal hier. Ich glaube, das sind diese Laufbänder, nicht wahr? Ja. Kameras sind hier nicht. Boah, da war's. Gute Nacht. Der andere... Ach fuck, der muss die ganze Zeit Bescheid geben, dass ja alles in Ordnung ist. Das ist ja schlecht. Gut, hier. Fuck, wir müssen erstmal das Note finden. Oh, ein Pappkarton, sehr schön, Gewehr. Hui. Note aktiviert, wir wollen gucken, wo die Bombe ist. Ich glaube, die war irgendwo auf dem Fließband in irgendeiner Kiste drin, kann das sein? Hey, hier ist gar keine? Okay. Psst. Wach auf, komm, ich will deine Hundemarke haben. Vielleicht kannst du noch sagen, wo hier die Bomben sind. Och, dass die immer den Helden spielen müssen, nicht wahr? Komm. Geht doch. Danke. Jetzt krieg ich auch den Namen. Robert. Also ich glaube, noch auf der unteren Ebene war noch ein Typi. Die gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Wir werden aber erstmal hier auf dem Dach. Ja, ich glaube hier auf dem Dach. Aber beim Harrier war doch irgendwo einer. Ja. Schön aufwachen. Wacky, wacky. Freeze! Don't kill me. Ein kluger Mann, der nicht den Helden spielen will. Hab Dank für deine Hundemarke. Fuck. Stimmt, jetzt kommen die Typen an. Wir gehen jetzt mal schön in die Tasche runter. Obwohl, wir haben kein Problem damit, wenn wir jetzt hier einfach mal kurz den Raum verlassen und wieder reingehen. Weil dann kommen ja keine Kloppis an, nicht wahr? Und die anderen Kloppis schlafen noch, das ist prima. Problem gelöst. Hinten ist nichts, sie können sich nur verstecken. Ration gefunden. Aus irgendeinem Grund haben wir Leben verloren, ich weiß nicht woher. Volle Leben wieder, das passt doch.
So, Ration genommen. Wir wollen ja schön gesund bleiben. Moment. Ration wegstecken, dafür den... Wir müssen aufs Dach kommen. Aber gucken vor auf... Oh, fuck, Idioten, nein. Ich hab keinen Bock, dass hier jetzt irgendwelche Dullis anrücken. Nein, ihr holt jetzt keine Verstärkung, wir gehen jetzt hier schön nach oben. Und entschärfen da die Bombe. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Na, Plisken, woher kennst du sie so gut? Aber wir vergessen, dass hier auf dem Dach auch noch welche sind. Hallöchen. Die werde ich mal schön überfallen. Freeze! Doch. Please don't. Who's there? Blöd, Mann. Enemy sight. Du willst hier keine Verstärkung. Fuck. Communications with the heliport on the roof of Strut E have ceased. Carry out an investigation immediately. Wir verstecken uns hier unter einem Pappkarton für Lebensmittel, für Elektrogeräte, Spiele und Software. Verderbliche Lebensmittel. Es ist halt blöd gelaufen, dass der eine Typ mich da gesehen hat und sofort zum Walkie-Talkie gegriffen hat. The situation is normal. All clear. It was nothing. All clear. Ja, hier ist alles in Ordnung, genau. So, dann werden wir den Typen überfallen, das Ding entschärfen, dann ist wieder alles picobello in Ordnung. Freeze! Komm mal schön hierher. Wir brauchen ein bisschen mehr Spielraum. Du hast noch so eine schöne Hundemarke. Gib die mal her. Danke. Dupdidu. Ah, Dreck. Da, gefunden. Wo
wusste doch, dass da unten noch eine Bombe war. Entschärft. Wie viele Bomben haben wir noch? Ja, der nächsten Stream, da gehen wir jetzt auch noch hin, da passt das doch. Aber der Typ hier oben ist natürlich wach geworden, müssen aufpassen. Was gefunden? Danke. Pappkarton. Box 3, was ist da drin? Box 3. Für tägliche Vorräte. Ah ja, so einer ist das. Ah ja. Ja, hier oben waren +3 Dudis, nicht wahr? Aber hier ist noch eine mit einem Fernglas, der ist hier unten irgendwo. Da, den holen wir uns. Du hast da so eine schöne Nummer, geh mal her. Komm. Danke. Claymore-Mine. Ach, du hast hier die ganzen Claymores platziert. So ein Lümmel aber auch. So, die Plattform ist safe. Das bedeutet, wir können auf die nächste gehen. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Danke, Rose. Ich werde sowas noch auf mich aufpassen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Gute Nacht. Ja, ja, sag schön Bescheid, dass da alles in Ordnung ist. Das schaut doch immer nur in eine dieselbe Richtung. Also theoretisch gleich in der Freezen einfach aus dem Gebiet rausrennen, also spare ich Muni. Nur eine Wache? Moment. Gib mir deine Hundemarke. Doch, doch, du gibst mir jetzt eine Hundemarke, komm. Deswegen bin ich hier. Kenji. Das könnte jetzt interessant werden. Ja, ja, das ist hier eine große, das ist hier ein großes Ding. Wir sollten auf jeden Fall mal abspeichern. Ich habe eh lange nicht mehr gespeichert. Jack, is that you?
Wir haben gerade ihm erst gesprochen. Rose. Natürlich bin ich es. Ich bin derjenige. You're looking pretty good. Yeah? I wonder how Lieutenant J.G. Pliskin is doing. Well, he's doing pretty good too. Oh, really? I'm glad. Why are you so worried? Huh? About Pliskin? Well, I mean, he's defusing the bombs along with you. If he screws something up, you'll be... I guess so. He'll be all right, I'm sure. Don't worry about it. Okay. Hang in there. So eine nette. So, das ist das Note. Damit müssen wir uns jetzt hier erstmal verbinden. Gut, wir haben uns mit dem Ding verbunden. Alles klar. So, wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Hier sind unterschiedliche Etagen mit unterschiedlichen Gegnern. Meine Idee ist, wir betäuben alle, wecken dann alle mit den Cool Case auf. Ach Gott, die haben wieder so einen bescheuerten Typen, der ständig hier Bescheid geben muss, wie gerade die Situation gerade ist. Wir können den Typen trotzdem so eins reinjagen, dann beärgert er uns nicht. Gute Nacht. So, ich weiß nicht, wie viele in dem Gebiet sind. So, der Typ erstmal. Jetzt ist der erstmal dran. Ganz entspannt. Aufwachen, 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 komm. Schön aufwachen. Doch. Dann gib mir eine Hundemocke, komm. Danke sehr. Also macht man das heutzutage? So, und irgendwo unter irgendeiner Luke ist hier eine Bombe versteckt. Fuck, hoch da. Jetzt kommen erstmal diese blöden Sicherheitskräfte. Wir haben ausgerechnet den Typen erwischt, der ständig hier Durchsagen machen muss. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me.
for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Er hat's nur vorgegaukelt. Sie müssen vorsichtig sein, weil jetzt kommen nämlich die Idioten an. Beim Karton. It was nothing. All clear. Ja genau, hier ist alles in Ordnung. Doch, hier ist alles in Ordnung, Kumpel. Was hast du noch für mich? Außer Hundemarken. Danke. Jetzt kümmern wir uns um die anderen Schnarchnasen. Wir hatten Glück gehabt, dass die Typen da unten gesucht haben. Komm wir rauf, mal Kumpel. Komm wir rauf, komm. Komm, gib mir eine Hundemarke, komm. Auch die für die Sammlung. Was ist mit dir, hä? Komm schon noch auf, Kumpel. Danke. Ja, untersucht ruhig. Ignoriert den Karton, der in der Ecke steht. Da kommt die immer nur von unten, da kann ich hier oben lang gehen, warte mal. Ja, wenn die nur unten nachgucken, dann kann ich oben wieder lang rennen, hier. Zack, und weg bin ich. Eine Warnungskamera. Oh, kaputt. Typ gesichtet, yep. Den sind nun mal gucke ich mir noch. Hoppla. Hast wohl nicht ganz aufgepasst, Kumpel. Gute Nacht. Warte. Jetzt sind wir wieder in der Dining Hall. Theoretisch dürften jetzt hier irgendwelche Wachen rumlaufen. Oh Gott, theoretisch können wir uns auch eigentlich das Ding hier abholen. Ja. Yeah. Den sogenannten Sensor. Und wir rüsten den anderen aus, um hier noch die Bombe zu entschärfen, die auf dem Klo ist. Aber gucken wir uns doch mal ganz kurz um. Hier gibt's nichts weiter, okay. Da können wir jetzt die M9-Munition mitnehmen, die auf der Frauentoilette ist hier. Danke. So, hier irgendwo ist noch eine Bombe, irgendwas natürlich noch. Da.
Richtig. Ich dachte, ich komme wieder auf Zehenspitzen stellen. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. It's the thing you acquired from the safe in Strut C a little while back. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Raiden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay. But exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Okay, Verzeihung, ihr konntet mich gerade nicht hören. Ich hatte das Ding auf lautlos gehabt. Ah, das ist doch belastend. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move! Get to the bottom of Strut A now! Jetzt der Zeitdruck, wunderbar. Ach, scheiße. Ich habe jetzt echt keinen Bock. Gute Nacht, Trottel. Hua! Ah, jetzt kommt die Zeitdruckmusik, sehr schön. Auf dem Gelände kann man uns viel zu leicht hören. Hundemarken hole ich mir auf jeden Fall noch. Ja, nur weil ich jetzt gerade hier durchrenne und nicht auf die Typen achte, heißt nicht, dass ich die einfach ignoriere mit den Hundemarken. Die hole ich meine noch. Gute Nacht. Wir sehen uns noch. Ich werde vorbeikommen, dann Hundemarke abkastieren. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Sobald die ganzen Mobbing entschärft sind, tue ich mir die alle. Da ist niemand von mir sicher. Wie viele habe ich eigentlich insgesamt? 13 habe ich gerade, okay.
Runter, wir müssen Bomben entschärfen. Right. Bliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Oh, Junge, was eine knappe Angelegenheit. Gut, Leute, wir haben die Bomben mal entschärft. Das bedeutet, wir können sie erstmal kurz hinlegen, ausruhen. Da würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, meine Freunde. Ciao. Ich sitze jetzt hier schon eine Weile. Nicht so lang.